Sie wollen Ihren Proaktiv Quick-Snap Adapter von links auf rechts oder von rechts auf links Bedienung umbauen. Ich zeige Ihnen jetzt, wie es geht. Herzlich willkommen in der Proaktiv Servicewerkstatt. Mein Name ist Jendrik und für das heutige Video benötigen wir folgendes Werkzeug. Einen Drehmomentschlüssel mit 5 mm Innensechskantaufsatz, einen 5 mm Innensechskant Schlüssel, einen 1,5 mm Innensechskantschlüssel sowie einen Schlitzschraubenzieher und eine Sägeringzange. Beim Umbau vom Quick-Snap Adapter von links auf rechts oder von rechts auf links Bedienung fangen wir folgendermaßen an. Als erstes entfernen wir den Kugelraster, der für die Positionierung vom Bedienhebel zuständig ist. Dazu entfernen wir den Kugelraster komplett und setzen ihn nun anschließend in der anderen Bohrung an und drehen ihn hier wieder bis auf Anschlag ein. Nachdem der Kugelraster bis auf Anschlag angedreht wurde, löst man den Kugelraster wieder um 2 Umdrehungen. Nun können wir mit der Sägeringzange den Sägering auf der zweiten Seite lösen. Hierzu im Sägering ansetzen, diesen aufspreizen und nach oben entnehmen. Den legen wir beiseite, den brauchen wir nachher wieder. Jetzt werden Sie merken, kann man den Bedienhebel komplett entnehmen. Nun ist auf dieser Seite die Messingbuchse sichtbar. Diese lässt sich durch leichtes Klopfen entfernen. Wenn wir die Messingbuchse genau anschauen, sehen wir eine schmale und eine breite Seite. Wichtig ist beim Wiedereinsetzen der Messingbuchse auf der rechten Seite vom Kugelraster, dass die schmale Seite zur Mitte zeigt. Also schmale Seite zur Mitte und die Bohrung ausgerichtet zum Kugelraster, setzen wir die Buchse hier ein und drehen nun den Kugelraster ganz auf Block. Nicht anziehen, aber bis der Widerstand kommt. Wenn wir jetzt hier reinschauen, sehen wir, dass der Kugelraster durch die Bohrung in die Messingbuchse kam und wir drehen den Kugelraster 3 Umdrehungen zurück. Nun können wir von der anderen Seite den Bedienhebel wieder einsetzen. Dazu müssen wir den Spannhaken leicht bewegen, damit die Bohrungen zueinander fluchten. Beim Einsetzen verschiebt sich oft die Messinghülse noch mal ein bisschen raus. Diese zurückdrücken und den Kugelraster wieder bis auf Block anziehen. Jetzt können wir den Sägering erneut ansetzen. Der Sägering dient zur Sicherung vom Bedienhebel, damit dieser nicht wieder entfernt werden kann. Zu allerletzt den Kugelraster im Quick-Snap Adapter um eine Viertelumdrehung lösen und dann haben wir wieder den gewünschten Druckpunkt am Bedienhebel. Jetzt ist der Bedienhebel von der Funktion zwar richtig, wenn ich ihn nach unten drehe, spannt der Haken, wenn ich ihn nach oben drehe, entspannt er ihn, aber er ist auf der falschen Position. Er zeigt jetzt nach unten. Deshalb verändern wir jetzt noch die Position vom Bedienhebel. Dazu lösen wir die obere M6-Schraube sowie die seitliche M6-Schraube. Die können wir gleich komplett entfernen und den Bedienhebel von der anderen Seite in das Frästeil wieder einsetzen. Dann entfernen wir die zentrale M6-Schraube. Wenn wir nun den Bedienhebel auf die Position drehen, dass der Spannhaken nach unten zeigt, können wir den Bedienhebel entnehmen, wir haben hier einen Sechskant, so aufsetzen, dass er senkrecht nach oben zeigt und wieder mit der zentralen Schraube sichern.
Wichtig ist nun, dass beide M6-Schrauben mit einem Drehmoment von 8 Newtonmeter gesichert werden, dass die ordentlich angezogen sind. Nun ist der Bedienhebel vollständig umgebaut und man kann nun, wenn man möchte, den Entriegelungshebel ebenfalls auf die gegenüberliegende Seite montieren. Hierzu sind die 3 Madenschrauben zu lösen, die befinden sich an der Oberseite. Wichtig hier, das sind sehr kleine Schrauben, also hier mit Gefühl arbeiten. Ich löse jetzt hier mal alle 3 Schrauben. Hier oben gleich Druck auf den Entriegelungsmechanismus ausüben, damit dieser, wenn alle Schrauben gelöst sind, nicht nach oben rausspringt. Nun sehen wir, der kommt nach oben raus und wir können ihn um 120 Grad nach rechts verdrehen. Wieder nach unten drücken und alle 3 Schrauben ansetzen. Leicht anlegen und dann ist der Entriegelungsmechanismus schon wieder fixiert. So, wir haben jetzt erfolgreich den Quick-Snap-Adapter von Rechts- auf Links-Bedienung umgebaut. Sowohl der Bedienhebel als auch der Entriegelungsmechanismus sind auf der jeweils anderen Seite. Falls Ihnen unsere Service-Tipps helfen konnten, gerne als Rückmeldung einen Daumen nach oben dalassen und um immer als Erster die neuesten Service-Tipps zu erfahren, gerne unseren Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal in unserer Proaktiv Service Werkstatt.